Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel. Da saß eine schöne Königin an einem Fenster. Das hatte einen Rahmen von schwarzem Ebenholz und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote in dem Weißen so schön aussah, so dachte sie, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie dieser Rahmen. Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, so weiß wie der Schnee, so rot wie das Blut und so schwarz wie das Ebenholz. Und darum ward es das Schneewittchen genannt. Die Königin war die schönste im ganzen Land und gar stolz auf ihre Schönheit. Sie hatte auch einen Spiegel, vor den sie trat, alle Morgen und fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Da sprach das Spieglein allzeit: Ihr, Frau Königin, seid die schönste im ganzen Land. Und da wusste sie gewiss, dass niemand schöner auf der Welt war. Schneewittchen aber wuchs heran, und als es 7 Jahre alt war, war es so schön, dass es selbst die Königin an Schönheit übertraf. Und als diese ihren Spiegel fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Sagte der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Wie die Königin den Spiegel so sprechen hörte, ward sie blass vor Neid, und von Stund an hasste sie das Schneewittchen. Und wenn sie es ansah und gedacht, dass durch seine Schuld sie nicht mehr die schönste auf der Welt sei, kehrte sich ihr das Herz herum. Da ließ ihr der Neid keine Ruhe, und sie rief einen Jäger und sagte zu ihm: Führ das Schneewittchen hinaus in den Wald, an einen weiten, abgelegenen Ort. Da sticht's tot, und zum Wahrzeichen bringt mir seine Lunge und seine Leber mit, die will ich mit Salz kochen und essen. Der Jäger nahm das Schneewittchen und führte es hinaus. Wie er aber den Hirschfänger gezogen hatte und eben zustechen wollte, da fing es an zu weinen und bat so sehr, er möge ihr sein Leben lassen. Es wollte nimmermehr zurückkommen, sondern in dem Wald fortlaufen. Den Jäger erbarmte es, weil es so schön war, und gedachte: Die wilden Tiere werden es doch bald gefressen haben. Ich bin froh, dass ich es nicht zu töten brauche. Und weil gerade ein junger Frischling gelaufen kam, stach er den nieder, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Die kochte sie mit Salz und aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Schneewittchen aber war in dem großen Wald mutterseelenallein, so dass ihm recht Angst ward und fing an zu laufen über die spitzen Steine und durch die Dornen den ganzen Tag. Endlich, als die Sonne untergehen wollte, kam es zu einem kleinen Häuschen. Das Häuschen gehörte 7 Zwergen, die waren aber nicht zu Haus, sondern in das Bergwerk gegangen. Schneewittchen ging hinein und fand alles klein, aber niedlich und reinlich. Da stand ein Tischlein mit 7 kleinen Tellern, dabei 7 Löfflein, 7 Messerlein und Gäblein, 7 Becherlein, und an der Wand standen 7 Bettlein nebeneinander, frisch gedeckt. Schneewittchen war hungrig und durstig, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot, trank aus jedem Gläschen ein Tropfen Wein, und weil es so müd war, wollte es sich schlafen legen. Da probierte es die 7 Bettlein nacheinander. Keins war ihm aber recht.
bis auf das 7. In das legte es sich und schlief ein. Wie es Nacht war, kamen die 7 Zwerge von ihrer Arbeit heim und steckten ihre 7 Lichtlein an. Da sahen sie, dass jemand in ihr Haus gegangen war. Der erste sprach: »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?« Der zweite: »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?« Der dritte: »Wer hat von meinem Brötchen genommen?« Der vierte: »Wer hat von meinem Gemüschen gegessen?« Der fünfte: »Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?« Der sechste: »Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?« Der siebente: »Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?« Danach sah der erste sich um und sagte: »Wer hat in mein Bettchen getreten?« Der zweite: »Ey, in meinem hat auch jemand gelegen.« Und so alle weiter bis zum 7. Wie der nach seinem Bettchen sah, da fand er das Schneewittchen darin liegen und schlafen. Da kamen die Zwerge alle gelaufen und schrien vor Verwunderung und holten ihre 7 Lichtlein herbei und betrachteten das Schneewittchen. »Ei, du mein Gott, ei, du mein Gott«, riefen sie, »was ist das schön!« Sie hatten große Freude an ihm, weckten es auch nicht auf und ließen es in dem Bettlein liegen. Der 7. Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als nun Schneewittchen aufwachte, fragten sie es, wer es sei und wie es in ihr Haus gekommen wäre. Da erzählte es ihnen, wie seine Mutter es habe wollen umbringen, der Jäger ihm aber das Leben geschenkt, und wie es den ganzen Tag gelaufen und endlich zu ihrem Häuslein gekommen sei. Da hatten die Zwerge Mitleiden und sagten: »Wenn du unseren Haushalt versehen und kochen, nähen, betten, waschen und stricken willst und alles ordentlich und reinlich halten, so sollst du bei uns bleiben und soll dir an nichts fehlen. Abends kommen wir nach Haus, da muss das Essen fertig sein, am Tage aber sind wir im Bergwerk und graben Gold. Da bist du allein, hüt dich nur vor der Königin und lass niemand herein.« Die Königin aber glaubte, sie sei wieder die Allerschönste im Land, trat morgens vor den Spiegel und fragte: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel aber wieder: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den 7 Bergen ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Wie die Königin das hörte, erschrak sie und sah wohl, dass sie betrogen worden und der Jäger Schneewittchen nicht getötet hatte. Weil aber niemand als die 7 Zwerglein in den 7 Bergen war, da wusste sie gleich, dass sie sich zu diesen gerettet hatte. Und nun sann sie von neuem nach, wie sie es umbringen könnte, denn solange der Spiegel nicht sagte, sie wäre die schönste Frau im ganzen Land, hatte sie keine Ruhe. Da war ihr alles nicht sicher und gewiss genug, und sie verkleidete sich selber in eine alte Krämerin, färbte ihr Gesicht, dass sich auch kein Mensch erkannte, und ging hinaus vor das Zwergenhaus. Sie klopfte an die Tür, rief: macht auf, ich bin die alte Krämerin, die gute Ware feil hat.« Schneewittchen guckte aus dem Fenster. »Was habt ihr denn?« »Schnürriemen, liebes Kind«, sagte die Alte und holte einen hervor. Der war von gelber, roter und blauer Seide geflochten. »Willst du den haben?« »Ah ja«, sprach Schneewittchen und dachte, die gute alte Frau kann ich wohl hereinlassen. Die meint's redlich, riegelte also die Türe auf und handelte sich den Schnürriemen.
Aber wie bist du so schlampig geschnürt, sagte die Alte. Komm, ich will dich einmal besser schnüren. Schneewittchen stellte sich vor sie. Da nahm sie den Schnürriemen und schnürte es so fest, dass ihm der Atem verging und es für tot hinfiel. Danach war sie zufrieden und ging fort. Bald darauf ward es Nacht. Da kamen die 7 Zwerge nach Haus. Die erschraken recht, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen fanden, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe. Da sahen sie, dass es so fest geschnürt war, schnitten den Schnürriemen entzwei. Das atmete es erst und dann ward es wieder lebendig. Das ist niemand gewesen als die Königin, sprachen sie. Die hat ihr das Leben nehmen wollen. Hüte dich und lass keinen Menschen mehr herein. Die Königin aber fragte ihren Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den 7 Zwergen ist 1000-mal schöner als ihr. Sie erschrak, dass das Blut ihr all zum Herzen lief, dass sie sah, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Danach sann sie den ganzen Tag und die Nacht, wie sie es doch noch fangen wollte, und machte einen giftigen Kamm, verkleidete sich eine ganz andere Gestalt und ging wieder hinaus. Sie klopfte an die Tür. Schneewittchen aber rief: Ich darf niemanden hereinlassen. Da zog sie den Kamm hervor, und als Schneewittchen den blinken sah und es auch jemand ganz Fremdes war, so machte es doch auf und kaufte ihr den Kamm ab. Komm, ich will dich auch kämmen, sagte die Krämerin. Kaum aber stach der Kamm dem Schneewittchen in den Hahn, da fiel es nieder und war tot. Nun wirst du liegen bleiben, sagte die Königin, und ihr Herz war ihr leicht geworden, und sie ging heim. Die Zwerge aber kamen zur rechten Zeit, sahen, was geschehen, und zogen den giftigen Kamm aus den Haaren. Da schlug Schneewittchen die Augen auf und war wieder lebendig und versprach den Zwergen, es wollte gewiss niemand mehr einlassen. Die Königin aber stellte sich vor ihren Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den 7 Zwergen ist 1000-mal schöner als ihr. Wie das die Königin wieder hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. So soll das Schneewittchen noch sterben, und wenn es mein Leben kostet. Dann ging sie in ihre heimlichste Stube, und niemand durfte vor sie kommen, und da machte sie einen giftigen Apfel. Äußerlich war er schön und rotbäckig, und jeder, der ihn sah, bekam Lust dazu. Darauf verkleidete sie sich als Bauersfrau, ging vor das Zwerghaus und klopfte an. Schneewittchen guckte und sagte: Ich darf keinen Menschen einlassen, die Zwerge haben mir's beileibe verboten. Nun, wenn ihr nicht wollt, sagte die Bäuerin, kann ich euch nicht zwingen. Meine Äpfel will ich schon loswerden, da einen will ich euch zur Probe schenken. Nein, ich darf auch nichts geschenkt nehmen, die Zwerge wollen's nicht haben. Ihr mögt euch wohl fürchten, da will ich den Apfel entzwei schneiden und die Hälfte essen, da den schönen roten Backen sollt ihr haben. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass nur die rote Hälfte vergiftet war. Da sah Schneewittchen, dass die Bäuerin selber davon aß, und sein Gelüsten danach ward immer größer. Da ließ es sich endlich die andere Hälfte durchs Fenster reichen und bis hinein. Kaum aber hatte es zu einem Bissen im Mund,
so fiel es tot zur Erde. Die Königin aber freute sich, ging nach Haus und fragte den Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Da antwortete er: Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land. Oh, nun habe ich Ruhe, sprach sie, da ich wieder die Schönste im Lande bin, und Schneewittchen wird diesmal wohl tot bleiben. Die Zwerglein kamen abends aus den Bergwerken nach Hause. Da lag das liebe Schneewittchen auf dem Boden und war tot. Sie schnürten es auf und sahen, ob sie nichts Giftiges in seinen Haaren fänden. Es half aber alles nichts. Sie konnten es nicht wieder lebendig machen. Sie legten es auf eine Bahre, setzten sich alle 7 daran, weinten und weinten 3 Tage lang. Dann wollten sie es begraben. Da sahen sie aber, dass es noch frisch und gar nicht wie ein Toter aussah und dass es auch seine schönen roten Backen noch hatte. Da ließen sie einen Sarg von Glas machen, legten es hinein, dass man es recht sehen konnte, schrieben auch mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und seine Abstammung, und einer blieb jeden Tag zu Haus und bewachte es. So lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, war noch so weiß als Schnee und so rot als Blut. Und wenn's die Äuglein hätte können auftun, wären sie so schwarz gewesen wie Ebenholz, denn es lag da, als wenn es schlief. Einmal kam ein junger Prinz zu dem Zwergenhaus und wollte darin übernachten, und wie er in die Stube kam und Schneewittchen in dem Glassarg liegen sah, auf das die 7 Lichtlein zurecht ihren Schein warfen, konnte er sich nicht satt an seiner Schönheit sehen und las die goldene Inschrift und sah, dass es eine Königstochter war. Da bat er die Zwerglein, sie sollten ihm den Sarg mit dem toten Schneewittchen verkaufen. Die wollten aber um alles Gold nicht. Da bat er sie, sie möchten es ihm schenken. Er könne nicht leben, ohne es zu sehen. Er wolle es so hochhalten und ehren, wie sein Liebstes auf der Welt. Da waren die Zwerglein mitleidig und gaben ihm den Sarg. Der Prinz aber ließ ihn in sein Schloss tragen und ließ ihn in seine Stube setzen. Er selber aber saß den ganzen Tag dabei und konnte die Augen nicht abwenden. Und wenn er aus musste gehen und konnte Schneewittchen nicht sehen, ward er traurig, und er konnte auch keinen Bissen essen, wenn der Sarg nicht neben ihm stand. Die Diener aber, die beständig den Sarg herumtragen mussten, waren bös darüber, und einer machte einmal den Sarg auf, hob Schneewittchen in die Höhe und sagte: Um so eines toten Mädchens willen werden wir den ganzen Tag geplagt, und gab ihm mit der Hand einen Stumpf in den Rücken. Da fuhr ihm der garstige Apfelgrütz, den es angebissen hatte, aus dem Hals, und da war Schneewittchen wieder lebendig. Da ging es hin zu dem Prinzen, der wusste gar nicht, was er vor Freuden tun sollte, als sein liebes Schneewittchen lebendig war. Und sie setzten sich zusammen an die Tafel und aßen in Freuden. Auf den anderen Tag war die Hochzeit bestellt und Schneewittchens gottlose Mutter auch eingeladen. Wie sie nun am Morgen vor den Spiegel trat und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land? Da antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist 1000-mal schöner als ihr. Als sie das hörte, erschrak sie, und es war ihr so Angst, dass sie es nicht sagen konnte. Doch trieb sie der Neid, dass sie auf der Hochzeit die junge Königin sehen wollte. Und wie sie ankam, sah sie, dass es Schneewittchen war. Da waren eiserne Pantoffeln im Feuer, glühend gemacht. Die musste sie anziehen und darin tanzen, und ihre Füße wurden jämmerlich verbrannt,
und sie durfte nicht aufhören, bis sie sich zu Tod getanzt hatte.